Hohoho, alle Kopfschmerzenhasser, Kripp-Liebhaber und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um bequemes und nützliches Quest 3 Zubehör. Als die Quest 3 bei mir ankam, lag sie nach den ersten Tests erstmal 2 Wochen im Regal, weil sie war unheimlich unbequem. Ich habe am Vorderkopf und am Hinterkopf schon nach 30 Minuten Kopfschmerzen bekommen, so dass ich nicht länger damit spielen konnte. Der Grund für die ganze Geschichte ist, wie die meisten wissen, dass das Facecover und auch das Headstrap hinten nicht unbedingt die bequemsten sind. Und um dem Abhilfe zu schaffen, habe ich mir ein paar Sachen bestellt und die gucken wir uns an und deswegen wechseln wir mal die Perspektive. Ja, welches Zubehör habe ich mir dann überhaupt gekauft? Also da hätten wir einmal das Facecover mit PU-Leder von AMVR. In der Vergangenheit war ich damit sehr zufrieden gewesen, weil dasselbe hatte ich auch für meine Pico gehabt. Als zweites passend dazu dann die Knuckles für besseren Grip und sicheren Halt. Einfach beim Spielen, vor allem wenn man solche Spiele spielt wie Beat Saber oder Minigolf, wo man halt ein bisschen Schwung hat, wo man viele Bewegungen hat in den Controllern. Da ist das sehr angenehm. Und zu guter Letzt noch das M3 Pro Headstrap von Bobo VR. Und das Ganze ist dann nicht nur das Headstrap, sondern das ist dann auch mit wechselndem Akku. Ein Akku ist mit dabei. Ja, dieselbe Kombination hatte ich eigentlich auch schon bei der Pico gehabt und war halt, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass das Ganze ja, ein bequemer Sitz wird und die Sachen, die Knuckles guten Grip geben. Ja, fangen wir mal an. Wir fangen mit dem Cover ab, mit dem Face-Cover an. Deswegen räume ich mal alles andere weiter zur Seite und wir öffnen das Ganze mal. Gucken uns an, was wir dann da drin haben. So, also einmal das Facecover selber. Hier haben wir den Nasenflügel, hier haben wir das Leder-PU und das ist dann das komplette Facecover. Ja, auch hier habe ich die Verstellung für die Nähe an der Brille. Ist aber ein bisschen anders da gelöst als jetzt bei dem Original Facecover von der Meta. Und zwar, wenn ihr es da seht, hier habt ihr diese Einrastungen und wenn ihr dann drückt, könnt ihr die rein und rausziehen und damit das Ganze dann näher ranbringen oder weiter von eurem Gesicht entfernen. Ja, wie wechsle ich das? Dafür habe ich hier meine Quest 3 dabei und ihr entfernt einfach das Cover. Das geht ein bisschen schwer, also ich war auch am Anfang sehr, sehr ängstlich, weil ich es eigentlich gewöhnt war, dass das mit einem Magneten gehalten wird und da macht man einfach Klick und schon ist es raus. Hier muss man ein bisschen ziehen und drücken und dann hat man es dann auch schon ab. Wie gesagt, am Anfang war ich auch relativ ängstlich, dass das Ganze irgendwo was abbrechen könnte, aber das war jetzt nicht der Fall. So, und das neue Facecover drücke ich dann einfach dort wieder rein. Also man hat hier ja auch die Clips, man setzt es dann auf, so, und dann auf beiden Seiten, unten wie auch oben, etwas Druck ausüben und dann sitzt das Ganze schon fest. Ich drücke es jetzt noch nicht komplett rein, einfach aus dem Grund, weil wir uns gleich noch das Headstrap angucken oder jetzt direkt das Headstrap angucken. Aber so sitzt das durch hier unten diesen Lappen, der für die Nase ist. Ist es auch sehr, sehr blickdicht. Wenn ihr an den Seiten noch Lichteinfall habt, dann zieht dieses Cover nochmal ab. Das ist einfach nur mit Klett befestigt und richtet es nochmal neu aus. Also in den meisten Fällen kriegt man es eigentlich immer komplett geschlossen. So, ja, dabei ist aber noch etwas zusätzlich, wem das Leder nicht gefällt. Ich finde es sehr, sehr gut, vor allem wenn man gerade Sport macht. Dann haben wir hier nochmal eins, was aus reinem Schaumstoff gemacht worden ist und hier so ein Stoffbezug drüber ist. Das ist etwas weicher, ja, minimal, funktioniert aber genauso. Ihr habt hier diesen Klett, zieht es raus, setzt das andere einfach ein, wie es dann für euch persönlich am schönsten ist. So, das war also das Facecover.
Ich lege das auch mal wieder zur Seite, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Und das kommt noch dahin, das kommt noch dahin. So, als nächstes kümmern wir uns um das M3 Pro Headstrap. Ich habe das schon mal aus der Packung rausgeholt. So kommt es an. Ziemlich gefaltet, ziemlich klein. Also am Anfang war ich ein bisschen verwundert darüber, wie das da reinpasst. Ihr klappt das einfach auf und dann habt ihr das in dieser Form vorliegen. Hier der hintere Teil ist auch noch einzeln in der Verpackung. Den klippt ihr einfach in den Seiten, wird der einfach reingeklippt. Das geht auch relativ einfach. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich drücke das nochmal da ein bisschen runter. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen rabiat, aber das ist schon sehr stabil gemacht. Also auch wenn ihr da ein bisschen drückt und zieht, geht da nichts dran kaputt. Also so sieht das Ganze dann aus. Ihr habt hinten noch einen Drehknopf, wo ihr dann die Höhe verstellen könnt. Und diese zwei Seiten kommen dann hier dran. Dafür müsst ihr das abholen. Ich hole dafür nochmal das raus, deswegen habe ich es eben nicht festgeklipst. Und zwar, damit ich hier oben den Gurt am einfachsten lösen kann. Den ziehen wir jetzt einfach hier raus. So. Und jetzt kommt auch wieder so eine Sache, die, wenn man es nicht gewohnt ist, ein bisschen Überwindung kostet. Und zwar, ihr müsst hier an der Seite das abziehen. So, da haben wir die Seite. Ihr merkt, ich übe da etwas Druck aus und dann kriegt man das ab. Es geht relativ einfach, aber wie gesagt, am Anfang kostet das etwas Überwindung. So, und dann habt ihr eure Quest 3. Sehr spartanisch, ohne Facecover, ohne Strap. Und dann gehe ich jetzt hin und befestige diesen Teil, weil der muss hier oben erstmal dann eingefädelt werden. Und das geht am einfachsten tatsächlich, wenn das Facecover nicht dran ist. Gucken wir mal, wie wir das am besten machen. So, da kommt das schon. So. Ja. So. So, man kann ihn noch locker lassen. Als nächstes müssen dann diese Außenbereiche hier drauf geschoben werden. Also, ich ziehe noch mal ein bisschen, damit ich noch ein bisschen Spiel habe. Jetzt habe ich den. Als nächstes ist es wieder rausgerutscht. Den. So, und dann drückt ihr vorsichtig das Ganze rein. Ihr habt hier an der Seite habt ihr ja jeweils die Boxen, die Lautsprecher. Und dann guckt ihr, dass die natürlich frei sind. Das sollte hier vorne einigermaßen bündig sein. Auf der anderen Seite natürlich auch. So. Dann versuchen wir es jetzt gerade hier nochmal durchzufädeln. Ja, da kommt's. Also es ist schon ein bisschen Pittelarbeit. Aber machbar. So, jetzt kommt er. Jetzt haben wir den da befestigt. Und ja, wie gesagt, hier hinten können wir dann aufdrehen. Ihr habt den Anschluss dann für den Akku. Den könnt ihr hier vorne einklipsen. Ihr erkennt direkt, dass da etwas eingeklipst ist. Ich habe jetzt hier noch so ein Klettband dran gemacht, damit das Kabel ein bisschen fester liegt. So, und wenn ich das dann habe, dann ziehen wir das jetzt hier mal so ein bisschen hoch, weil bei mir passt es eigentlich ganz gut. Und zwar setzen wir jetzt das Face Cover ein. So, oben ist es geklipst. Jetzt muss es hier unten noch geklipst werden. So, und da. Und schon sitzt es. So sieht das Ganze dann aus.
Und wie gesagt, es ist ein sehr bequemer Sitz, also ich finde es ganz gut. Ja, so habt ihr das Ganze dann praktisch zusammengebaut. Und wenn das dann gemacht ist, kommen wir noch zu den letzten Sachen, und zwar, wie mache ich das mit den Knuckles? Dafür lege ich das nochmal gerade zur Seite und wir holen die Knuckles raus. Einfacher gesagt als getan. Die Nuggets. So sieht das Ganze aus, so einer. Ihr kriegt natürlich zwei bei dem Ganzen. Ah, und beim Pro habe ich noch was vergessen. Da ist noch etwas dabei, also abgesehen von dem Akku, für Leute, die diesen hinteren Bereich hier nicht mit dem Leder haben wollen. Da gibt es noch einen Ersatz, der sieht dann so aus, das ist so eine Wabenstruktur, damit es besser halten soll hinten. Also ich habe Haare und da ist mir das etwas unangenehm, beziehungsweise zieht etwas an den Haaren. Für Leute, die dort etwas weniger haben, mag das vielleicht eine gute Lösung sein, kann ich nicht zu sagen, das weiß ich nicht. Also, kommen wir aber zurück zu den Knuckles. So sehen sie aus. Ihr habt hier eine Größenverstellung. Hier an der Seite ist ein Batteriefach. Das legen wir auch mal zur Seite. Und dann ist dieses welches dabei. Das ist die Batterieabdeckung und die hat auch ein Loch, damit ihr die Batterien wechseln könnt, ohne das Knuckle abnehmen zu müssen. Wie funktioniert das? Wir haben hier die Batterie drin. Dafür muss man das Ganze ein bisschen drücken. Ich hoffe, ich kriege es jetzt ab. Hier oben ist so ein Knopf, den kann man eindrücken. Wer schon mal eine Batterie gewechselt hat davon, der wird es wissen. Ich hole die Batterie heraus und setze dann dieses Gerät hier ein. So, und schon ist es fest. Damit ich die Batterie hier wieder einfach rauskriege, dafür sind diese da. Da sind auch noch ein paar zwei Stück Ersatz dabei, falls ihr beim Batterienwechsel mal zu fest hier dran zieht und die abreißt, weil das ist nur so ein Plastikdinge, es könnte dann kaputt gehen. Ja, so, dann setzen wir die Batterie wieder ein. Ihr seht, schon ist die Batterie drin. Jetzt habe ich den hier so draußen liegen und kann dann die Batterie damit einfach rausziehen. Das brauche ich im Moment nicht, deswegen klipse ich den mal hier an die Seite. Ja, und dann kommt der Knuckle rein. Dafür gehe ich hin, fädel zuerst hier unten das Band durch. Wenn ihr das Band behalten wollt, ihr könnt es natürlich auch abmachen, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann kann man das da durchfädeln. So, und bei der neuen Batterieabdeckung, die wir reingemacht haben, da sehen wir, da ist hier so eine Klammer dran mit einem kleinen, ja, wie soll ich sagen, rausstehenden Plastikobjekt. Und hier haben wir ein Loch dafür, das kommt dann da rein, damit das dann auch wirklich bombig fest ist. So, dann tun wir das mal alles ausrichten. Wunderbar. Dann hole ich mal aus, damit man sieht. Also hier habe ich jetzt halt das Batteriefach und da kann ich dann das hier einfach reindrücken. So, und damit ist das schon fertig. Also ihr seht, das geht super schnell. Und jetzt habe ich den hier, kann den dann schön anziehen. Ja, ein bisschen Zustoff. Und der fällt mir nicht mehr aus der Hand. Also theoretisch braucht man das tatsächlich danach nicht mehr, weil man verliert den nicht mehr. Ja, also eine schöne Geschichte, gerade halt, wie gesagt, wie anfangs schon mal erwähnt, wenn man Beat Saber oder sowas spielt, ist das schon eine tolle Geschichte. Ja, damit ist das Ganze dann schon fertig. Also das heißt, wir haben unsere 3 Zubehörsachen angebaut und ja, man könnte sagen, wir haben die Quest 3 gemoddet für einen bequemen Tragekomfort. Den Akku habe ich noch vergessen. Der sieht so aus, der Akku. Man kann
vorne auf den Knopf drücken, dann sieht man aktuell, wie er geladen ist. Also hier, der ist jetzt voll. Und wenn ich den hier hinten, er hat so eine Magnethalterung, draufstecke, dann wird auch direkt die Quest geladen. Es gibt Leute, die berichten davon, dass wenn die Quest unter einer hohen Last ist, dass es dann zu Brummgeräuschen vom Akku kommt. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ich habe das bis jetzt noch nicht gehabt. Aber soweit ich weiß, hat BoboVR auch schon was in Planung und das soll auch Anfang des Jahres dann irgendwann rauskommen, wo sie nochmal stärkere Akkus mit anbieten wollen. Und da sollte dann, falls bei jemandem dieses Brummgeräusch kommt, das dann später mit einem anderen Akku nicht mehr gegeben sein. Also wie gesagt, mit den Akkus ist es relativ praktisch, dass man die dann einfach durchwechseln kann. Das funktioniert ganz gut. Ja, dann sind wir damit schon durch und wir kommen zum Fazit. Kommen wir zum Fazit. Ich konnte jetzt die Quest 3 mit diesem Zubehör ungefähr 2,5 Wochen testen und bin sehr zufrieden. Das Ganze ist ein Unterschied wie Tag und Nacht tatsächlich und auch nach langen Spielsessions habe ich keinerlei Beschwerden. Natürlich ist das Ganze immer abhängig von der Gesichtsform und Kopfform und wird bei jedem individuell etwas anders da sein. Oder was heißt etwas anders da? Es ist ein individuelles Empfinden. Für mich sitzt es sehr, sehr gut und ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Ja, was kostet uns der ganze Spaß? Also die Knuckles schlagen momentan mit 26,99 $ zu Buche. Beim Facecover haben wir 35,99 $ und das Headstrap mit den Akkus zusammen oder beziehungsweise mit einem Akku, der dann dabei ist, seid ihr bei 63,95 €. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Eindruck von meinem Zubehör vermitteln. Und falls es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen, beantworte auch gerne jedes Kommentar und bin happy über jedes Abo. Also in diesem Sinne wünsche ich euch schöne Feiertage und ich sage ciao, ciao.